Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit den neuen News und Events. Gibt tatsächlich einiges, lustigerweise, weil sonst ist ja eigentlich, wenn jetzt kein neues, großes Event startet oder so, keine allzu großen News, aber heute gibt es tatsächlich einiges. Erstmal das Wochenend-Event wird ja immer wieder danach gefragt. Es ist das Boss-Hunting-Event. Das bedeutet, alle Bossmonster, Dungeon-Boss-Monster haben eine 20% erhöhte Drop-Rate. Und was sind Dungeon-Bosse? Das sind zum Beispiel Clockworks, Meteonica, Red Meteonica, Ivalice Dungeon Boss und zum Beispiel Wilds Boss, Envy Depths Boss, Stormpeak Bosse. Das sind Bossmonster. Was nicht gemeint sind, sind Giants und Violets zum Beispiel, weil das sind Giants und Violets und Bosse sind was anderes. Also alle Dungeon-Boss-Monster, also die Boss-Monster gibt es auch nur in Dungeons, 20% erhöhte Drop-Rate. Ist kein schlechtes Event, sage ich mal, auf jeden Fall besser als das allgemeine Drop-Event, wo einfach alles 5% mehr Drop-Rate hat. Ja, solltet ihr auf jeden Fall ausnutzen. Also jetzt am besten schon mal heute irgendwie so kalkulieren, dass man am Wochenende möglichst viele Bosse machen kann. Leider hat man ja meistens lange Cooldowns. Aber ja, das ist das Wochenend-Event. Dann haben wir ein neues Speed-Set, das heißt Ruby Yukata. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum das Ruby Yukata heißt, weil kein einziges davon ist rot. Und Ruby ist ja eigentlich rot. Also ich weiß nicht genau, worauf sich das Ruby bezieht. Vielleicht ist es auch der Name einfach von irgendeiner Person oder so, keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall ziemlich langweilig. Die sehen fast alle identisch aus. Minimale Farbunterschiede, vor allem bei den Frisuren. Wenn du die Frisuren ausblendest, dann gibt es wirklich fast gar keinen Unterschied mehr. Ein, ja, relativ langweiliges CS-Set. Und ich finde auch, dass die Flügel und Brillen nicht wirklich zu dem restlichen Set passen. Aber ja. Dann haben wir ja das Problem auf dem FEC-Server, dass das Field Boss Event, aka dieser Event Clockworks, ja nicht mehr stattfindet. Das wurde ja entfernt. Und es ist auch schon eine Weile her, dass es entfernt wurde. Und die meisten Leute, einschließlich mir, haben damit gerechnet, dass es seit diesem Donnerstag spätestens endlich das Ersatzevent gibt, was ja angekündigt wurde, dass es eben ein Ersatzevent dafür geben würde. Jetzt wurde hier angekündigt, das Ersatzevent wird leider erst am 4. Juni stattfinden oder starten. Was mich halt zu der Frage drängt, läuft das Event dann aber schon länger, weil wenn das jetzt erst am 4. Juni startet, dann hatten wir effektiv quasi knapp 2 Wochen kein Event oder kein Feed-Boss-Event zumindest. Da müsste es ja von der Fairness her auch ein bisschen länger laufen, weil ich meine, auf Borodeng und anderen Servern ist jeden Tag World Boss weiterhin 4-mal am Tag und da ist jetzt einfach seit Wochen nichts und ist auch noch knapp eine Woche nichts oder was heißt seit Wochen nichts, es ist dann wochenlang nichts gewesen. Also schon irgendwie ein bisschen blöd und ja. Also, das wäre so meine Frage auf jeden Fall. Und allgemein ist es natürlich schon ziemlich blöd, muss man sagen. Dann haben wir noch Minor Fixes. Fix an issue where failing egg upgrade on mobile device would hide the inventory until restarting the game. Also ein Bugfix. Und updated all game translations. Minimale Änderung. Das war's aber noch nicht. Wir sind noch lange nicht fertig. Oh nein, wir sind noch nicht fertig. CCTV will no longer be tolerated. Jetzt denkt ihr euch, CCTV? Hä? Was hat ein Überwachungskamerasystem mit Flive zu tun? Mit CCTV ist gemeint, dass Spieler sich an Giant und Violet Spawnpunkte oder generell an die Spawns von Monstern in der Nähe von Giants und Violet Spawnpunkten stellen, beziehungsweise meistens sind die auf dem Board. Und das hat letztes Jahr literally zu einer riesigen Änderung in Flive Universe geführt. Also letztes Jahr hat CCTV dafür gesorgt, dass die Änderung eingeführt wurde, dass nur noch Charakter ab einem gewissen Level in gewisse Gebiete vordringen können. Also ihr wisst ja, ab Level 20, glaube ich, kann man erst nach Darkon 3, ab 80 oder so nach Arsrea und so weiter. Es wurden ja diese Level-Limits eingeführt, was dafür gesorgt hat, dass diese 8-Char-Taktik wirklich nur noch mit 8 Chars richtig funktioniert und nicht mehr mit zum Beispiel 8 Level 1 Chars, die einem einfach hinterher fliegen, oder 8 Level 20er Chars. Das funktioniert ja alles deswegen nicht mehr. Es war eine der größten Änderungen im Spiel, kann man fast sagen, bisher, die wirklich grundlegend geändert hat, wie Leute spielen und spielen können und so weiter und wie man gewisse Dinge nutzen kann. Auch Low-Level-Catcher-Farmen in Arsrea zum Beispiel wurde damit komplett unterbunden.
Und das ist dieses Jahr trotzdem zurückgekehrt. Die Leute haben sich halt die Mühe gemacht und die Charakter ein bisschen gelevelt, damit sie halt trotzdem das machen können. Und das ist jetzt nicht länger erlaubt. The monitoring of special monsters such as Boss Monster, wobei das natürlich schon wieder falsche Formulierung ist, aber egal. Mineral Farming Monsters or Event Monsters has escalated to such an extent that normal players are no longer able to enjoy our game to the fullest. Players trying to do their quests or events are blocked by this behavior so they can no longer complete conventional event or quest tasks. Therefore, we have now decided to no longer tolerate the use of players as observation posts for special monster spawn points, so-called CCTV players. Players who are caught blocking monster spawns will be removed from the game, which in the worst case can lead to a permanent ban from the game. Heißt also, jeder, der CCTV betreibt, also ich würde es zwar selbst nicht so nennen, aber jeder, der CCTV betreibt oder einen CCTV-Charakter nutzt und so weiter und so fort, riskiert, dass er permanent gebannt wird. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass dafür wirklich jemand permanent gebannt wird. Ich denke mal, das werden überwiegend temporäre Bans sein, vielleicht eine Woche oder so. Weil ich meine, ich finde es auch ätzend, das ist mal wieder klassische Fleiß-Community, den anderen Leuten nichts gönnen und bloß alles in sich selbst reinschaufeln. Ist nichts Neues, sag ich mal. Dafür ist die Fleiß-Community bekannt. Aber es ist schon echt cringe, muss man sagen. Und einfach auch nervig. Und vor allem, reden wir jetzt gar nicht darüber. Egal, reden wir mal anders drüber. Jedenfalls lohnt sich halt jetzt nicht mehr, weil wenn man damit riskiert, dass man halt, wie lange auch immer, schlimmstenfalls permanent vom Spiel ausgeschlossen wird, sollte man darauf halt wahrscheinlich lieber verzichten. Ob das dann auch wirklich so durchgesetzt wird, wie gesagt, das ist halt die andere Frage. Aber die Hoffnung ist halt, schätze ich mal, dass dann halt, wenn du halt reported wirst, also wenn du halt Leute siehst, die da rumstehen, und es wird dann kontrolliert, dass die dann wirklich bestraft werden, oder dass vielleicht Moderator und Game Master einfach ab und zu mal eine Runde über Coral Island drehen und da Leute, die da, wobei man es halt nicht beweisen kann, ne? Ich meine, könntest halt auch einfach AFK gegangen sein, also ja, gehen wir nicht in die technischen Details, das ist wieder zu kompliziert. Dann eine weitere, naja gut, ich weiß noch nicht, wie weittragend sie ist, aber eine weitere Änderung. Und zwar, das FEC 2025 Grand Final Date hat sich geändert. Das Finale vom FEC sollte am 20. September stattfinden, circa 2 Wochen vor Ende des FEC-Servers. Jetzt ist das neue Finale am Samstag, dem 18. Oktober. Das müsste ziemlich genau das Datum vom letzten Jahr gewesen sein, oder fast. Na, ich glaube, das ist ja was der 12. Aber ja, eher wieder wie letztes Jahr, also Mitte Oktober. Und das wirft jetzt halt die Frage auf, läuft dann auch der FEC-Server länger? Also zwingend ist es nicht, weil der FEC-Server hat mit dem Final eigentlich wenig zu tun. Denn das Finale wird auf dem FEC-Server gar nicht ausgetragen, sondern die Charakter von den Finalisten oder von den Teams, die dort antreten, die werden schon eine Weile vorher mit Hilfe eines Backups oder so irgendwie extern gespeichert und können dann jederzeit abgerufen werden mit dem Stand von diesem Backup eben. Das heißt, der Server könnte schon längst offline sein und es wäre egal, weil die Daten schon längst extrahiert worden wären. Aber ich finde es halt weird, ein Finale abzuhalten vor dem Ende des Servers. Oder ich meine, vor dem Ende des Servers kann man noch drüber streiten. Aber es ist halt Wochen danach. Das finde ich halt weird. Das heißt, wir sind dann schon längst wieder auf Burodeng zum Beispiel. Und zwar das schon seit über 2 Wochen. Spielen da schon längst wieder auf Burodeng. Und dann kommt das FEC-Finale. Finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Finde ich ein bisschen weird, weil dann ist halt niemand mehr wirklich in FEC-Stimmung. Dann ist das Ganze ja schon wieder vorbei. Und ich meine, gut, die meisten Leute, die sich dafür interessieren sich wahrscheinlich grundsätzlich sowieso wenig für generelles Flive-Gameplay, sondern mehr für PvP und solche Geschichten. Für die ist es wahrscheinlich egal, ob der FEC-Server noch läuft oder nicht. Aber so generell ist es halt irgendwie weird, dass das dann halt einfach danach ist. Also es könnte vielleicht sein, dass der FEC-Server dann verlängert wird. Steht hier aber nichts davon. Also aktuell muss man davon ausgehen, dass es dann einfach tatsächlich nach Ende des FEC-Servers erst stattfindet. Was ich, wie gesagt, seltsam finde. Warum wurde das geändert? Wegen Internal Circumstances. Also im Endeffekt kein genauer Grund angegeben. Und dann wird hier noch so ein bisschen allgemein auf das Event verwiesen, ist aber relativ egal. Und hier haben wir noch einen neuen Code. Ist nicht wirklich klar, ob das jetzt eine Entschädigung sein soll.
Hier steht nur, to express our gratitude for your continued interest and participation in FWC 2025, gibt es eben diesen Coupon. Also es gibt einen neuen Coupon, FEC5-FINL-Oktober-18. Genau. Und der ist gültig bis Juni, also löst ihn auf jeden Fall ein. Ich habe jetzt auch einen neuen Twitch-Command für die Codes, weil es sind gerade 3 aktive Codes gültig. Einfach Ausrufezeichen Code in den Twitch-Chat schreiben. Da findet ihr jetzt auch immer alle Codes, weil es waren jetzt in letzter Zeit waren es immer mehr als einer. Genau. Und dann zu guter Letzt noch eine große Ankündigung. Heute bin ich wahrscheinlich wieder auf der Twitch-Startseite. Ich sage wahrscheinlich, weil es jederzeit gecancelt werden kann von Twitch. Das ist so ein bisschen weird. Aber heute soll grundsätzlich der nächste Startseiten-Stream live gehen von Flive Universe quasi, also von mir. Und das heißt, wir sind auf der deutschen Twitch-Startseite für 8 Stunden ab 21 Uhr. Ich werde schon ein kleines bisschen früher online sein, aber dadurch, dass es halt dann 8 Stunden geht, auch nicht allzu viel früher. Und ja, geht leider 8 Stunden bis Freitag 5 Uhr quasi. Ist natürlich nicht der beste Timeslot, aber wenigstens ist heute zumindest Feiertag gewesen. Und morgen haben wahrscheinlich viele Leute Brückentag. Also ich sage mal so, ist trotzdem noch besser als es einfach so unter der Woche. Und genau, würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Und es gibt auch insgesamt 8000 F-Coins zu gewinnen. Also es gibt auch ein fettes Giveaway. Es wird so aufgebaut sein, nicht ganz stündlich, aber ich habe es mal aufgeschrieben, also eine Person gewinnt 1000, dann 2 Personen 500, eine Person 1000, 2 Personen 500 und dann nochmal 3 Personen jeweils 1000. 4 Personen, Entschuldigung. Dass wir insgesamt auf 8000 kommen und ja, möglichst viele Gewinner. Aber ich weiß, wenn man so ganz kleine Giveaways macht, sind die Leute immer so unzufrieden. So, oh, was für 100 F-Coins, da kriege ich ja nichts. Deswegen habe ich jetzt 500 gesagt und die meisten sogar 1000. Und ja, hoffe mal, da sind ein paar Leute von euch am Start. Und ja, supporten wir ein bisschen Flive Universe. Ich supporte euch, ihr supportet mich. So wäscht eine Hand die andere. Und ja, was geplant ist, ich muss einen neuen Charakter hochziehen, weil der Charakter, der die F-Coins bekommt immer, der ist noch nicht Level 30. Deswegen muss ich den erstmal auf Level 30 machen. Sonst kann ich gar nichts vergiveawayen. Und dann natürlich Boss-Monster-Event ist auch sehr geil. Da machen wir dann alle Boss-Monster mehr oder weniger am Stück. Das geht dann halt leider erst zum Daily Reset gegen 2. Also ist dann schon fast relativ spät, aber ja. Das werden wir machen. Und dann halt die Giveaways, wie gesagt. Und gelevelt wird ein bisschen. Und World Boss of Burodeng wahrscheinlich wird noch mitgenommen. Das wir den auch noch mal zeigen, wie es hätte sein können, wenn es auf FEC nicht gelaggt hätte. Also ja. Wird nice, hoffe ich. Und ich hoffe, ihr seid am Start. Und dann vergesst nicht, den Coupon-Code einzulösen. Wie gesagt, Ausrufezeichen Code auf Twitch, falls ihr die anderen Coupon-Codes auch nochmal kontrollieren wollt, ob ihr die eingegeben habt. Und dann sage ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Flive Universe. Haut rein und ciao, ciao.